36 Grad und es wird noch heißer. Also habe ich mir fürs Homeoffice einen schönen Platz unter großen Bäumen gesucht. Mitten im Grün. Nur leider gibt es hier keinen Stromanschluss. Macht aber nichts. Denn mit der richtigen Powerstation arbeite ich trotz 34 Zoll Bildschirm und einem Gamer-PC den ganzen Tag hier draußen und die Kaffeemaschine und den Milchaufschäumer habe ich auch dabei. Das Leben kann so schön sein. Anker hat eine neue Powerstation und wir dürfen die Anker Powerstation 757 ausgiebig testen und benutzen. Was wir gut finden oder auch was nervt, seht ihr nach dem Intro. Bis jetzt läuft es ganz gut mit dem Homeoffice im Grün. Die Anker Powerhouse steht nun bei 78% und ich habe schon einiges geschafft und erledigt. Hier ist es immer noch angenehm kühl, im Haus wäre es jetzt ohne Klimaanlage ja schon nicht mehr ganz so lustig. Für was braucht man denn so einen Kram wieder? Reicht auch eine alte Kabeltrommel, oder? Wenn ihr euch nun fragt, warum braucht man eigentlich so eine Powerstation? Dann geht es euch so wie mir vor 2 Jahren. Damals habe ich noch gemeint, dass man das doch alles im Wohnmobil verbaut hat. Also eine Batterie, die einen Wechselrichter betreibt und dazu das Handy laden kann und natürlich einen Solareingang mit MPPT-Regler, um auch ein oder mehrere Solarpanels anzuschließen oder eine Solartasche. Mit so einer Powerstation bist du aber vom Wohnmobil und seiner Technik völlig unabhängig. Kannst wie ich jetzt im Garten arbeiten oder die Powerbank mit zu einer Strandparty mitnehmen oder wie gestern bei einem Fotoshooting die Lampen und Blitze betreiben. Bis hin zur Notversorgung. Kein Strom mehr im Wohnmobil, dann kann man damit das Wohnmobil betreiben. Oder auch bei einem Stromausfall zu Hause. Meine Tochter hatte im Winter fast 2 Tage keinen Strom. Die wäre dankbar gewesen, hätte sie zumindest ihren PC damit betreiben können und die Smartphones aufladen. Der Kühlschrank taut langsam aber sicher ab. Ja, man findet plötzlich immer mehr Anwendungsmöglichkeiten, für was man so ein Gerät dann alles gebrauchen kann. Und dann ist natürlich gerade das Damoklesschwert Ukraine-Krise in aller Munde. Auch da decken sich gerade viele mit Powerstations und Notstromaggregaten ein, wobei mir so eine Powerhouse in Verbindung mit einer Solaranlage dann sinnvoller erscheint. Oder denkt mal an das Thema Balkonkraftwerk, ist ja derzeit in aller Munde. Solarzellen an den Balkon gehängt, die laden die Anker hier und ihr schaut am Abend und die ganze Nacht TV ganz umsonst. Ihr merkt schon, mir fallen da noch 1000 Sachen ein. Aber zurück zum Thema. Hier ist alles fix und fertig und die Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Anker hat sich nicht lumpen lassen und das Ganze auch noch kompakt und leicht gebaut. Denn man will es ja auch herumtragen. Die Anker 757 Powerhouse wiegt 19 Kilo, also etwas mehr wie ein Wasserkasten. Und das ist für eine Powerstation wenig. Ein wenig erinnert mich das Design an eine Powerstation einer anderen Firma, auch in schwarz mit Silber und großen Griffen an den Seiten. Aber vielleicht ist das ja auch einfach funktionell und deswegen ähneln sich die Geräte da mittlerweile. Die Leistungsdaten auf dem Papier lassen sich ebenfalls sehen. 1229 Wattstunden, damit kann man schon einige Zeit seine Geräte autark betreiben. 230 Volt Ausgänge mit je 1500 Watt reine Sinuswelle. Das ist wichtig für empfindliche Geräte wie mein Notebook oder meine Kameras. 2 USB-C Ausgänge mit 100 Watt. Damit lässt sich mein Surface oder mein Notebook laden, meine fetteste Kamera sogar per PD betreiben. 4 USB-A Ausgänge mit 60 Watt, ein 12 Volt Ausgang mit 120 Watt. Da passt dann auch locker eine Absorber-Kühlbox dran, wie wir sie zuletzt vorgestellt haben. Geladen werden kann das Powerhouse ebenfalls über Autoanschluss mit 12 Volt. Dann dauert es etwas länger, denn sie lädt mit 120 Watt oder ihr nehmt die 230 Volt aus der Steckdose. Dann ist sie nach einer Stunde schon wieder bei 80% und nach 1,5 Stunden bei 100% Vollladung. Per Solar könnt ihr maximal 300 Watt anschließen. Dann seid ihr nach 3,5 Stunden wieder bei 80%. Wobei das ja die graue Theorie ist, denn das Schöne an Solarstrom, da komme ich aber dann später nochmal drauf. Ja, was erzähle ich euch noch? Anker.
Enka hat sich in den letzten Jahren gerade über die Online-Kaufhäuser einen guten Namen gemacht. Verkaufen Sie doch qualitativ hochwertige Produkte zu günstigen Preisen. Gerade bei Kabeln, Powerbanks und Ladegeräten waren Sie in meiner Familie schnell erste Wahl. Mit der Erfahrung in den großen Powerbanks ist Enka auch ins Geschäft der Power Stations eingestiegen. Und die Enka 757 hier ist die derzeit größte Power Station von Enka. Soweit die graue Theorie. Jetzt quälen wir das Gerät mal ordentlich und schauen, ob es auch hält, was es verspricht. Und dann schließen wir noch Solartaschen an. Ja, mal sehen, wie das klappt. Wieso geht jetzt die Kaffeemaschine nicht? Hat schon abgeschaltet. War natürlich totaler Blödsinn, aber es war ein Versuch wert. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob ich das Gerät überlasten kann. Und ja, ist ja auch geschehen. Schaltet dann einfach aus. Die Powerhouse erkennt, es wird zu viel Strom verlangt und schaltet einfach sicherheitshalber ab. So eine Senseo braucht 2600 Watt. Also insofern war es ein blöder Versuch, aber Versuch war es wert. Hier haben wir eine Kapselmaschine von Landatura, die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Probieren wir es halt mit der. Die hat 1400 Watt. So, also eingeschaltet. Wir haben noch 74%. Dann legen wir mal los. Ja. Sie heizt hoch und die Enka fängt auch schon an, mit dem Ventilator zu arbeiten. 1334 Watt. Also die kleine Maschine hier drüben, die braucht jetzt erstmal richtig Strom, um das Wasser heiß zu machen. Und dementsprechend muss die Power Station natürlich Leistung bringen. Und das ist jetzt cool. Wir sind jetzt, der Kaffee wird ja jetzt gerade eingefüllt, gerade mal bei 58 Watt. Also nur einen kurzen Moment lang braucht die Kaffeemaschine richtig Strom, um das Wasser heiß zu bekommen. Und ihr seht, wir sind auf 73%. Und jetzt, wo die Pumpe das Wasser durch den Kaffee drückt, da brauchst du dann logischerweise weniger. Jetzt fährt das Gerät wieder hoch. Ich nehme an, jetzt muss Wasser warm gemacht werden wieder. Und wir sind bei 1400 Watt. Das ist cool, dass man das alles am Display so gut sehen kann. Das Display schaltet immer wieder ab. Ihr seht das, einfach um Strom zu sparen. Wenn man also sehen will, was gerade passiert, muss man immer wieder auf den kleinen Knopf drücken. Kaffee ist fertig. Wir gehen runter auf 18 Watt, alles gut. Dann haben wir jetzt unseren Milchaufschäumer noch laufen lassen. Der hat 500 Watt. Also das packt die Power Station locker. Ja, wunderbar. Also, klappt auch. Kaffee kriege ich auch bei meinem Homeoffice. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass eure Kaffeemaschine nicht zu leistungsstark ist. Also nicht jeder Vollautomat wird da funktionieren. Ihr habt gesehen, eine Senseo mit 2600 Watt kann logischerweise nicht funktionieren. Wir haben ja nur 1500. Und solltet ihr einen handelsüblichen Vollautomaten haben, dann ist das im Regelfall deutlich mehr als 1500 Watt. Müsst ihr also wirklich mal unten auf den Boden gucken, da steht das meistens klein drauf. 64%, da geht noch was. Was macht man noch so mit den Power Stations? Klar, irgendwo werkeln, wo man keinen Strom hat. Oder manchmal einfach auch werkeln, obwohl man Strom hat. Also sprich, bevor ich lange Leitungen ziehe und ich habe jetzt nur 1, 2 Löcher zu bohren, nehme ich einfach das Ding mit. Jetzt kann ich euch natürlich nicht sämtliche Ideen mit auf den Weg geben, aber euch fällt da bestimmt noch genügend ein. Also 300 Watt, damit kannst du locker bohren. 380 steht drauf, passt also. Schaut halt einfach immer auf die Geräte drauf. Also ich zeige es hier mal ein bisschen näher. Ja, das ist ein altes Gerät, irgendwo steht immer, wie viel Watt das Gerät hat. Und dann könnt ihr abschätzen, ob das funktioniert oder nicht.
Selbes Spiel mit einem Exzenterschleifer. Was hat der? Ja, auch 250 Watt. Also da könnte ich jetzt noch 5 Stunden schleifen. Passt also. Also Elektrogeräte, so die handelsüblichen, macht er auch mit. Thermomix hat Nadja mir eben zugerufen. Thermomix hat 1400 Watt, meine ich. Müsste also sogar gehen. Also wenn ihr hier nicht jetzt 5 Stunden lang Kochorgie machen wollt, wird das klappen. Regelfall ja so, ich sage jetzt mal 3/4 Stunde, mehr kocht man mit den Dingern nicht. Also auch das würde tatsächlich gehen. Oh, jetzt habe ich das gute Stück dreckig gemacht. Was ziemlich cool ist, die Schnellladefunktion. PD nennt sich das bei meiner Kamera. Also ich könnte hier sogar meine leistungsstärkste Kamera anhängen und die würde über USB geladen werden. Also das finde ich ziemlich cool und natürlich eine ganze Reihe von Anschlüssen. Also das klappt ziemlich gut mit dem Gerät. Ein nettes Gimmick. Hier habe ich eine Lampe. Sieht mir jetzt vielleicht nicht sonderlich, weil es hell ist, aber im Dunkeln auf den Tisch gestellt kann man hiermit gleich die Beleuchtung haben. Und es hat eine SOS-Funktion. Hoffen wir dann, dass auch Hilfe kommt. Was gibt es noch zu erzählen? Ich habe es vorhin erwähnt gehabt. Solar ist ja ein ganz wesentlicher Punkt bei diesen Power Stations. Ich liebe es, an die Geräte Solaranlagen anzuschließen und damit logischerweise die Kapazität über den Tag hinweg zu erhöhen. Das ist eine coole Geschichte und genau das werde ich jetzt auch tun, denn wir sind mittlerweile bei 64% und ich möchte noch ein bisschen arbeiten. Hier auf der Rückseite habe ich nämlich die passenden Eingänge. Einmal 230 Volt, das sind diese Kaltgerätestecker, die kennt ihr alle. Hier in der Mitte ist ein Sicherungsknopf, den ich drücken kann, sollte das Gerät mal ausgeschaltet haben. Damit wird es wieder gestartet. Und hier drüben ist der Eingang für sowohl 12 Volt aus der Autobatterie als auch der Solareingang. Den Anschluss fürs Auto. Aufgepasst! Wenn ihr das jetzt in euer Auto steckt und den Zündschlüssel rumdreht, das ist meistens so geschützt, dann liefert man über den Zigarettenanzünder Strom. Also damit könntet ihr die Powerstation aufladen, aber eure Autobatterie hält das nicht lange durch. Das funktioniert also im Endeffekt nur, wenn man den Motor laufen lässt. Und dann dauert es doch relativ lange, bis man die Powerstation aufgeladen hat. Deswegen finde ich die Variante mit dem Solar so viel besser. Da wird ein Kabel mitgeliefert von Anker, gleich mit der Möglichkeit 3 Solarzellen auf der einen Seite anzuschließen. Also das kommt hier rein und hier schließt ihr die Anker Solarzellen an. Und diese vielen unterschiedlichen Solarstecker, das nervt fürchterlich. Könnt ihr das nicht mal einheitlich machen? Das nervt mich total bei diesen Power Stations. Jeder Hersteller benutzt eigene Anschlusstypen. Es gibt kein System oder keine verbindliche Norm, die sagt, wir schließen Solarzellen mit dem Stecker an. Deswegen müsst ihr euch jedes Mal einen neuen Adapter bauen. Ich habe mir einen gebaut, damit ich meine Wattstunde Solarzellen jetzt anschließen kann, weil ich habe keine Anker Solarpanels da. Also da müsst ihr jedes Mal Hand anlegen. Diese Stecker verlinke ich euch, die kann man auch nachträglich sich zusammenbasteln, dann für seinen eigenen Solarpark, den man vielleicht schon hat. Deswegen habe ich einen Stecker, der hier auch passt. Auf der einen Seite, das ist der Kaltgerätestecker, den brauchen wir jetzt nicht. Der führt dann dementsprechend in so diese normalen Solaranlagenstecker, die kennt ihr auch, MC4. Und hier vorne ist ein Andersen-Stecker, heißt der, glaube ich, den einige Solartaschenanbieter verwenden. Und da schließen wir jetzt einfach mal unsere Solarzelle an, unser Solarpanel, und schauen, was dann die Anker damit macht. Wenn alles gut geht,
bekommen wir über die Schiene den ganzen Nachmittag Strom aus den Bäumen oder von den Bäumen entfernt, irgendwo das Solarpanel in die Landschaft gestellt, da wo dann die Sonne hinscheint logischerweise. Und ich sitze weiterhin im schönen Kühlen. Soweit die Theorie. Geht nicht, die Solartasche geht nicht. 200 Watt und an der Anker kommt nichts an. Was ist denn das jetzt? Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir haben eigentlich Sonne, aber kein Solarertrag. Am Stecker liegt es nicht. Strom habe ich. 36 Volt. Und genau das ist das Problem. Der Solarpanel-Eingang der Anker verträgt nur 11 bis 30 Volt. Ihr müsst schauen, dass ihr ein Solarpanel, eine Solartasche habt, die nur zwischen 11 und 30 Volt, 10 Ampere, maximal 300 Watt liefert. Jetzt habe ich mal eine andere Solarzelle angeschlossen. So, messen wir mal die andere Solarzelle. 22 Volt, also damit sind wir in den Spezifikationen zwischen 10 und 30 Volt, 10 Ampere. Die sollte also jetzt funktionieren. 21 Watt, das ist jetzt nicht die Welt, aber es hat sich gerade eine Wolke vor die Sonne geschoben. Also insofern ist es in Ordnung. Viel wichtiger ist, wir haben jetzt Solarstrom. Das lag also offenbar wirklich an der Solartasche, die zu viel Volt produzierte. Wir hatten 10 bis 30 in der Beschreibung gelesen. Jetzt haben wir eine mit 22 Volt. Das passt. 140 Watt hat die. Ich sage jetzt mal aus der Erfahrung heraus, ihr kriegt 100 Watt aus dem Ding raus. 120, wenn sie besonders gut ausgerichtet ist und die Sonne richtig scheint. Können auch mal 80 und 60 werden, wenn es wolkiger ist oder Hochnebeldecke. Aber da hat man so eine Faustformel 100 Watt. Das heißt, 100 Watt, 10 Stunden würde ich mal schätzen, am Tag Sonnenlicht. Damit kriegen wir 1000 Wattstunden noch mal dazu. Damit ist man dann locker gepuffert, um den ganzen Tag arbeiten zu können. 1229 Wattstunden kann die Anker Powerhouse 757. Wenn dann noch mal zusätzlich Solar kommt, puffert das gewaltig. Wir verbrauchen aktuell 120, 140 Watt. Also da sieht man dann schon, wenn ich 100 Watt auf der anderen Seite Solarstrom reinbekomme, müssen die fehlenden 20, 40 Watt aus der Maschine kommen. Und das tut sie dann auch. Und ja, dann kann man sich ausrechnen, das hält dann locker länger als einen Tag, um damit arbeiten zu können. Insofern, so eine Solarzelle ist eine tolle Geschichte, um das ganze System zu optimieren. Immer wieder ausgerichtet in die Sonne, holt ihr das meiste aus der Sonne raus. Hört ihr was? Jetzt ist wieder der Lüfter angesprungen. Der Lüfter ist relativ laut. Also wenn ich den jetzt im Van hätte oder so, dann würde ich mir schon ein Eckchen suchen, wo er nicht direkt neben dem Bett ist. Hier neben habt ihr noch einen Knopf. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Power Saving. Damit lässt sich einstellen, dass die Power Station nicht permanent Strom liefert. Also erkennt, ob Strom gebraucht wird und dann gegebenenfalls abschaltet. Das ist eine tolle Geschichte, denn bei vielen Powerstations muss man immer wieder einen Knopf drücken, um das auszuschalten. Und wenn man den vergisst, dann zieht das nach und nach die Batterie leer. Hier erkennt das die Anker selber. Man kann es auch ausschalten, ganz wichtig, wenn man zum Beispiel einen Zeitraffer machen will und hat dann hier vorne eine Kamera dranhängen. Dann darf die natürlich nicht von alleine ausschalten. Also wirklich eine gute Sache, hat jemand mitgedacht, das kann man in der Praxis sehr gut gebrauchen. Gibt es noch ein weiteres, was ich euch erzählen will. Wenn ihr das Netzkabel einsteckt in eine Steckdose, dann könnt ihr das Ganze als USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, nutzen. Das bedeutet, ihr habt dann euren zum Beispiel Computer permanent gepuffert. Also sofern Strom über die Leitung kommt, dann zieht das Gerät logischerweise den Strom aus der Leitung. Und erst dann, wenn aus welchen Gründen auch immer der Strom ausfällt oder jemand
den Stecker zieht, schaltet automatisch alles um auf Akkuleistung und eure Geräte sind gepuffert. USV, das kenne ich normalerweise nur von Computeranlagen. Hier ist es als zusätzliche Funktion im Gerät schon eingebaut. 1500 Watt stehen drauf. Ich habe aber schon 1700 rausgeholt. Also ein bisschen Puffer hat das Gerät auch noch. Kommen wir zum Fazit. Anker verspricht 3000 Batteriezyklen. Damit solltet ihr über viele Jahre genügend Energie zur Verfügung haben. Ja, und besonders ist wirklich die 5 Jahre Herstellergarantie anstelle von 2 Jahren, wie bei den meisten anderen Powerstations. Ihr bekommt die Anker 757 Powerhouse Ladestation mit 3 Kabeln. Einmal das Stromkabel, das 12 Volt Autoladekabel und ein Solarladekabel. Ich habe es erwähnt, ich finde es halt schade, dass es das nicht universell gibt. Hier habt ihr dann ein Kabel, das logischerweise an die Anker Solarpanels funktioniert. Wenn ihr andere anschließen wollt, müsst ihr euch dementsprechend wieder was basteln. Ich verlinke euch mal die entsprechenden Stecker dazu. Was ich wirklich gut finde, es ist kein zusätzliches Ladegerät nötig. Hier steckt ihr euren Stecker in die 230 Volt Steckdose und das war's. Manchmal gibt es ja noch mal extra Kästchen, teilweise sogar mit eigenem Lüfter, die dann wieder Lärm machen. Hier gibt es das nicht. Stecker in die Steckdose und das war's. Die Schalter sind alle auf der Vorderfront und noch dazu dann immer in der Nähe der Steckdosen. Also auch das ist Selbsterklärung, da passiert dann dementsprechend nichts. Und gut finde ich, dass automatisch die ganzen USB-Stecker erkannt werden und man über die PowerSafe-Funktion noch dazu es ein- oder ausschalten kann, wenn es automatisch ausgeschaltet werden soll. Also wie gesagt, gerade bei Langzeitbelichtung oder Geräten, die unbedingt angeschlossen bleiben sollen, auch wenn sie mal kurzfristig keinen Strom anfordern, ist es wichtig, dass man dann diese Funktion einschaltet. Die Anker 757 arbeitet bis -20 Grad. Ihr kennt das, Lithium-Batterien haben ja alle diese 0-Grad-Problematik, also -20 Grad. Bis dahin könnt ihr Strom entladen und über 0 Grad könnt ihr dann auch wieder laden. Also erstmal wieder irgendwo ins Warme bringen und dann das Gerät anschließen. Aber das erkennt es auch von alleine. Also der fängt dann einfach erst mit der Ladefunktion an, wenn es wieder über 0 Grad ist. Das Gerät hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich habe den ganzen Tag jetzt damit gearbeitet und es hat ja, ohne Probleme meinen Monitor, die Kaffeemaschine und mein Notebook mit Strom versorgt. Okay, das mit der Kaffeemaschine, das hätte ich mir vorher angucken sollen. Aber auch das war ein guter Test. Meine Senseo mit 2600 Watt hat er einfach nicht angenommen. Da ist er einfach gar nicht erst in die Funktion gegangen. Ich kann ihn also gar nicht überlasten. Er schaltet im Zweifelsfall einfach ab. Punkt. So einfach ist das. Fand ich eigentlich sehr gut. Mit der 1400 Watt Kaffeemaschine gab es dann überhaupt kein Problem mehr. Das Gerät zeigt auch wunderbar im Display alles an. Also man sieht sehr genau, wie viel Watt jetzt gerade welches Gerät verbraucht und dementsprechend kann man auch planen, wie lange hält denn jetzt überhaupt meine Batterie noch etc. Und ich habe es ebenfalls erwähnt, mit dem Solarpanel könnt ihr das Ganze puffern und dann sind aus 1229 Wattstunden durchaus 1, 2, 3 Tage drin, die man mit, ja, wie bei mir im Homeoffice arbeiten kann. Also ihr merkt schon, da kann man viel kalkulieren. Habe ich im Übrigen gerade einen neuen Video in petto und arbeite an einem Blog dazu, damit man sich das ein bisschen mal ausrechnen kann, wie viel Leistung brauche ich überhaupt und welche Kapazitäten sind notwendig, um dann im Wohnmobil, im Wohnwagen, im Van ausreichend Strom zu haben. Anker Powerhouse 757 hat mir sehr gut gefallen. Sie ist nicht so schwer, man kann sie also bequem überall rumschleppen. Wasserkasten habe ich schon gesagt gehabt, also so in der Größenordnung müsst ihr euch das Gewicht vorstellen. Damit kommt man also locker hier durch den Garten oder auch mal vom Parkplatz bis zum See. Also ich glaube, das Gerät kann man wirklich überall mit hinnehmen. Das war's jetzt. Powerhouse 757 von Anker. Ich hoffe, euch hat dieser Clip gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn ihr uns mal auf Womoblog besucht. Da haben wir noch viele Produkttests, Do-it-yourself-Anleitungen, Reiseberichte für euch. Gebt uns natürlich hier unten jetzt einen Kommentar. Schreibt uns eine E-Mail, diskutiert mit uns. Es würde mich interessieren, habt ihr eine Powerstation? Welche? Was ist vielleicht an der besser oder was findet ihr an der Anker jetzt gut?
all das alles in die Kommentare und ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.